Seaboard nennt sich das eigentümliche Instrument, was hier vor mir liegt. Das ist ein neuartiger Keyboard-Controller. Das heißt, das Gerät selbst erzeugt keine Klänge, lässt sich aber verwenden, um verschiedene Synthesizer oder Software damit anzusteuern. Bei einem normalen Synthesizer mit Keyboard-Klaviatur kann ich dem Ton mit der Anschlagsstärke eine gewisse Qualität geben und ab da klingt er, wie er klingt. Ich kann zwar mit Drehreglern und Rädern noch nachträglich etwas verändern, das hat aber dann nichts mehr direkt mit dem festgehaltenen Ton zu tun. Anders als zum Beispiel bei einem Cello oder anderen Naturinstrumenten, wo ich den Ton in der Hand habe und dann auf dem Griffbrett nach oben und unten rutschen kann und die Tonhöhe beeinflussen kann oder durch Veränderung des Bogenstrichs die Klangqualität noch ändern kann. Genau diese Freiheit in der Tongestaltung bietet mir jetzt das Seaboard. Ich kann den Ton nach dem Anschlagen noch beeinflussen und zwar direkt mit den spielenden Fingern. Es gibt dazu 5 verschiedene Gesten, auf die das Gerät reagiert. Roli spricht von 5 Dimensions of Touch. Die erste nennt sich Strike. Das ist nichts anderes als die altbekannte Velocity, also die Anschlagsstärke, mit der in der Regel die Lautstärke oder eben der Anschlag des Tones bestimmt wird. Das nächste nennt sich Press. Das ist nichts anderes als der bekannte Aftertouch. Das heißt, ich kann den einmal gespielten Ton noch nachdrücken. Anders als bei älteren Keyboards ist das hier aber polyphon ausgeführt. Das heißt, ich kann die Töne getrennt voneinander beeinflussen. Das will ich gerne mal zeigen. Außerdem fühlt sich das hier jetzt schon ganz anders an als auf einem normalen Keyboard, wo sich eigentlich nichts bewegt und das nur auf den Druck auf die Taste reagiert. Hier wird dieser ganze Bereich gequetscht und ich habe ja richtig was in der Hand und auch einen gewissen Weg. Kann also sehr gezielt und präzise die ganze Sache steuern. Die dritte Geschichte ist das eigentlich Interessante jetzt am Seaboard. Das nennt sich Slide. Und das ging bisher gar nicht. Ich kann von einem Ton zum nächsten und auch noch weiter gleiten auf der Tastatur. Und da bin ich jetzt schon sehr nah an dem vorhin angesprochenen Cello, wo ich eben auch auf dem Griffbrett hoch und runter rutschen kann. Das kann ich, wie gesagt, zwischen den Tönen tun, kann aber auch hier oben und hier unten nahtlos. Wie man sieht, lässt sich das nicht nur für zum Beispiel Gitarrenbendings oder solche Sachen verwenden, sondern auch für Vibrato, was man bisher scherzhaft manchmal auf dem Keyboard gemacht hat, ohne dass das irgendeine Auswirkung gezeigt hat, lässt sich jetzt hier wirklich steuern und ich kann das Vibrato, anders als mit dem Modulationsrad, wo das immer gleich klingt, beeinflussen und wählen. Ich kann ein kleines Vibrato oder ein großes, ein schnelles oder ein langsames erzeugen, direkt mit dem Finger, mit dem ich den Ton spiele. Als viertes habe ich Slide. Das bedeutet, ich kann auch auf der Taste vor- und zurückrutschen und auch damit den Klang beeinflussen. Wie
Und schließlich gibt es noch Lift. Hier wird gemessen, wie schnell ich den Ton loslasse, also die bekannte, wenn auch selten anzutreffende Release Velocity. Damit kann ich zum Beispiel steuern, wie lange ein Ton ausklingt. Lasse ich es langsam los, klingt er lange aus. Lasse ich es schnell los, ist er schnell weg. Für mich ist das Spannendste am Seaboard die Gleitfunktion, also quasi ein polyphones Pitchbend. Ich will noch mal ein paar Sachen zeigen, die man damit anstellen kann. Zum Beispiel kann ich einen Akkord legen und nur einzelne Töne davon mit Vibrato versehen. Ich kann zwischen einzelnen Tönen hin und her gleiten. Eine Sache, die in bisherigen Demos zum Seaboard noch wenig beleuchtet worden ist, die mich aber besonders interessiert, ist die Möglichkeit zum mikrotonalen Spiel. Zum Beispiel ist es mit dem Seaboard möglich, die unreinen Intervalle der gleichschwebenden Stimmung auszugleichen und schwebungsfreie und reine Harmonien zu spielen. Das Thema zu vertiefen würde den Rahmen dieses Videos deutlich sprengen, deshalb sei jedem, der sich dafür interessiert, angeraten, den kollektiven Wissensschatz nach dem Stichwort gleichschwebende Stimmung oder Equal Temperament zu befragen. Nur so viel sei erklärt, es wird seit dem frühen 20. Jahrhundert so gestimmt, dass alle Tonarten gleichberechtigt verwendet werden können. Um das aber zu erreichen, werden alle Abstände zwischen den Tönen ganz leicht verstimmt. Unsere Ohren haben sich mittlerweile daran gewöhnt, sodass das nicht mehr als störend oder gar falsch empfunden wird. Es ist aber doch ein deutlicher Unterschied da zu reinen Klängen, wenn man es mal direkt gegenübergestellt hört. Und das will ich auch gerne mal demonstrieren, denn mit dem Seaboard ist das jetzt mir endlich möglich, so es denn mit reichlich Übung gelingt. Und ich werde jetzt einen Akkord anschlagen, der sich zunächst mal völlig normal anhören wird. Und dann werde ich versuchen, die Töne ganz leicht dorthin zu ziehen, wo sie eigentlich hingehören. Sollte der entsprechende Aha-Effekt ausgeblieben sein, wiederhole ich das gerne nochmal. Man achtet darauf, wie zunächst ein recht schnelles Pulsieren zu hören ist, das dann allmählich sich verlangsamt und in der gewünschten reinen Harmonie einrastet. Die Gitarristen werden das vielleicht kennen vom Gitarrestimmen, wo die beiden Saiten auch erstmal gegeneinander schwingen in so einem schnellen Wabern, das sich dann verlangsamt, und wenn es richtig stimmt, dann ist ein einziger stehender gerader Ton zu hören. Besonders bei verzerrten Sounds macht sich dieses Phänomen sehr störend bemerkbar. Umso schöner, dass ich das jetzt hier ausgleichen kann. Und ich möchte dazu mal noch ein Klangbeispiel geben, wo der Oberheim Matrix 1000, der vorhin schon mal zu hören war, durch den Strymon Mobius geschickt wird und dort eine Leslie-Simulation mit sehr hohem Pegel anfährt, so dass das Ganze
deutlich verzerrt. Das Ganze wird noch mit ein wenig Delay garniert aus der Strymon Timeline. Jetzt werde ich nochmal im Einzelnen darauf eingehen, was ich denn mit dem Seaboard alles ansteuern kann. Wie eingangs erwähnt, ist das ja ein Controller zunächst mal nur, es erzeugt keine eigenen Klänge und es wird aber gleich eine Software mitgeliefert, die direkt darauf zugeschnitten ist, mit diesen 5 Parametern umgehen zu können und wo ich das wunderbar einstellen kann, was genau die dann bewirken sollen. Hier habe ich das Plugin mal geöffnet. Es nennt sich Äquator und ich kann hier für jeden Klang genau festlegen, wie auf diese besprochenen 5 Dimensionen reagiert werden soll. Das ist wirklich sehr elegant und einfach gelöst. Ich klicke einfach die entsprechende Funktion an. Die färbt sich dann gelb. Ich wähle mal Slide aus. Das war das, wo ich auf der Taste vor- und zurückrutschen kann. Und jetzt sehe ich schon, verschiedene andere Sachen werden auch gelb. Das ist dann genau das, was sich verändert, wenn ich slide. Ich gleite mal nach hinten. Jetzt höre ich, wie der Klang sich ändert und sehe zum Beispiel, wie hier innerhalb des Samples der Filter sich öffnet. Möchte ich jetzt eine neue Zuweisung erstellen, klicke ich einfach auf den gewünschten Parameter und ziehe den gelben Bogen entsprechend der gewünschten Intensität auf. Zum Beispiel möchte ich, dass hier noch die Resonanz sich ändert und schon habe ich das zugewiesen. Ansonsten ist der Äquator auch ein sehr interessanter Synthesizer mit umfangreichen Features. Ich habe 3 Oszillatoren, 2 Multimode-Filter, 2 LFOs, satte 5 Hüllkurven, einen FM-Bereich und sogar die Möglichkeit, Samples einzubinden. Ich würde mir wünschen, dass ich noch eigene Samples einladen kann. Leider sieht das so aus, als könne bisher nur auf vorgefertigtes Material zurückgegriffen werden, was allerdings schon recht umfangreich hier angeboten wird. Wie gesagt, funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Seaboard und das Festlegen der zu steuernden Parameter ganz wunderbar. Es lassen sich sogar die Effekte mit einbeziehen und da bietet sich ein riesiges Klangschöpfungspotenzial. Leider hat der Äquator einen riesen Pferdefuß. Er ist extrem ressourcenhungrig. Mein etwas betagtes MacBook Pro zwingt er völlig in die Knie und selbst auf meinem etwas neueren iMac mit 4-Kern-Prozessor und großem Arbeitsspeicher sieht das nicht viel besser aus. Ich finde, hier muss unbedingt nachgebessert werden. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gehört, aber um zu zeigen, wie der Äquator noch klingen kann, spiele ich noch einige Presets an.
Prinzipiell lässt sich mit dem C-Board auch jeder andere Software-Synthesizer und natürlich auch Hardware ansteuern. Es müssen allerdings auf Seiten des Empfängers einige Voraussetzungen erfüllt sein. Grundsätzlich setzt das C-Board ja auf den bewährten MIDI-Standard. Dort gibt es nur das kleine Problem, dass der Pitchbend-Befehl, der dafür verantwortlich ist, dass ich zwischen den Tönen nahtlos gleiten kann, normalerweise ein sogenannter Kanalbefehl ist. Das heißt, der gilt gleichsam für alle gespielten Töne. Wenn ich jetzt einen Akkord greifen würde und würde eine Stimme davon gleiten lassen, würden normalerweise die anderen Stimmen auch mit gebeugt werden. Um das zu umschiffen, nutzt Roli einen eleganten Trick, nämlich wird jeder Finger bzw. jede Stimme auf einem eigenen MIDI-Kanal gesendet. Jetzt muss natürlich der Empfänger auch in der Lage sein, auf verschiedenen MIDI-Kanälen zu empfangen. Das heißt, ich brauche ein multitimbrales Gerät als Hardware oder muss in der Software mehrere Instanzen öffnen. Ich will gerne mal anhand des Waldorf Blofeld, der Multitemporalität fähig ist, demonstrieren, wie das dann in der Praxis so aussieht. Nachdem ich am Blofeld einen Sound ausgewählt habe, den ich gerne mit dem C-Board spielen möchte, muss ich zunächst in den Multimode wechseln. Dazu halte ich Shift und gehe auf Multi. Und jetzt muss ich für jeden Kanal, das nennt sich hier Part, diesen Sound wieder aufrufen. Ich habe gemerkt, es war A28, Quadratur, jetzt halten, zum nächsten Part wechseln, wieder A28 auswählen, zum dritten Part A28 und so weiter. Jetzt zeigt sich schon, das ist eine recht aufwendige Prozedur. Dann muss ich noch dafür sorgen, dass jeder Sound auf diese +/-12 oder +/-24 Halbtöne Pitch Range reagiert. Und theoretisch ist das im Blofeld sehr gut, dass ich für jeden einzelnen Oszillator definieren kann, auf welchen Pitch Range der reagiert. Für unseren Fall bedeutet das noch mehr Aufwand. Ich muss den ersten Oszillator anwählen, dann Band Range, ich habe das hier glücklicherweise schon mal vorbereitet, +24, zweiten Oszillator anwählen, wieder Band Range suchen, +24 einstellen und so weiter. Das ist also alles insgesamt eine ziemliche Sisyphus-Arbeit. Und wenn ich dann entscheide, ich möchte doch einen anderen Sound wählen, geht das Ganze von vorne los. Wenn ich das alles bewerkstelligt habe, dann werde ich natürlich auch hier wieder mit sehr ausdrucksstarken Möglichkeiten des Spiels belohnt. Nachdem der Blofeld also etwas sperrig zu programmieren ist, möchte ich noch hinweisen auf den Oberheim Matrix 1000. Den haben wir schon ein paar Mal gehört und den habe ich aus dem Grund ausgewählt,
dass ich natürlich Analog-Synthesizer sehr mag und das ist einer. Und der eignet sich ganz besonders für die Zusammenarbeit mit dem Seaboard, denn so alt wie er ist, hat er eine Fähigkeit, die viele neue nicht bieten. Er hat nämlich einen, ich nenne das mal MIDI-Gitarren-Modus, denn dafür war es gedacht, um mit einer MIDI-Gitarre zu spielen. Um diesen Modus zu aktivieren, gehe ich auf Channel und stelle den MIDI-Kanal. Erstmal kommen die ganz normalen 16 Kanäle. Und dann stelle ich auf G1. Jetzt empfängt er von Kanal 1 bis 6. Und jeder Kanal ist einer Stimme zugewiesen. Genau wie ich das für das Seaboard brauche. Dann muss ich noch den Wertebereich des Pitchbend-Befehls definieren. Bend, okay, plus minus 24 Halbtöne, genauso brauche ich das auch für das Seaboard. Und schon kann ich den Matrix 1000 wunderbar vom Seaboard aus steuern. Ich kann sogar die beiden Taster nutzen, die eigentlich dafür gedacht sind, die Presets vom Äquator vor- und zurückzuschalten. Darauf reagiert auch der Matrix 1000 wunderbar. Zur Hardware noch einige Worte. Das Gerät fühlt sich sehr, sehr wertig an. Es hat ein stabiles Gehäuse und ein sattes Gewicht, was man dem kleinen Gerät nicht zutraut. Allerdings nicht zu schwer, um es gut transportieren zu können. Die Keywaves selbst fühlen sich besonders an. Man kann das schlecht beschreiben. Jamie Cullum hat gesagt, als er das erste Mal Begegnung mit diesem Instrument hatte, es wäre somewhere between piano and food in a good way. Und ich gebe ihm da durchaus recht. Die Möglichkeit, das Gerät komplett kabellos zu betreiben, es hat einen eingebauten Akku und kann mit dem Computer per Bluetooth kommunizieren, machen das natürlich zu einem perfekten Begleiter für mobiles Musizieren. Das ist immer so ein Marketing-Spruch, den man gerne und häufig hört. Allerdings habe ich mich selbst schon mit dem Gerät in den Zug gesetzt zum Üben und das hat ganz wunderbar funktioniert. Eine Sache stört und schmerzt mich sehr. Bei einem MIDI-Controller würde man ja erwarten, dass er zumindest einen MIDI-Ausgang hat. Hier findet sich jedoch keiner. Ich habe 2 USB-Buchsen und die Möglichkeit, ein externes Netzteil noch anzuschließen. Und hier ist ein Klinkeneingang für ein Pedal noch vorgesehen. MIDI-Schnittstelle weit und breit Fehlanzeige. Ich brauche also, wenn ich nicht auf den Rechner angewiesen sein will, noch ein zusätzliches Gerät, was mir die USB-Daten nach 5-Pin MIDI übersetzt. Fazit. Ich finde, Roly verfolgt mit dem Seaboard ein wunderbares Konzept. Ich kann mich als Pianist nach wie vor an der bewährten Klaviatur orientieren, bekomme aber durch die neuen Möglichkeiten Ausdrucksweisen wie auf einem Naturinstrument. Die Hardware ist sehr solide, äußerst robust und gut transportabel. Leider fehlt der MIDI-Ausgang. Die Software ist sehr gut durchdacht, steckt voller Möglichkeiten, leider viel zu ressourcenhungrig. Mit anderer Soft- und Hardware spielt das Seaboard prinzipiell gut zusammen. Es müssen eben seitens des Empfängers einige Voraussetzungen da sein und einige Vorkehrungen getroffen werden, was teilweise sehr nervenaufreibend werden kann, besonders wenn das dann für jeden neuen Sound, den ich spielen möchte, wieder von vorne losgeht, das Prozedere. Klar, im Vorteil sind da ältere Geräte, die über diesen MIDI-Gitarren-Modus verfügen. Der Preis von immerhin 800 € scheint für einen 2-oktavigen MIDI-Controller sehr, sehr hoch. Man kann es aber nicht mit einem herkömmlichen MIDI-Keyboard vergleichen. Es ist ein innovatives Produkt, was
sicherlich eine sehr kleine Zielgruppe im Auge hat und kann garantiert nicht in solch großen Massen hergestellt werden wie Controller-Keyboards großer Hersteller. Insofern relativiert sich das Ganze und ich finde, der Preis geht in Ordnung. Es gibt noch größere Varianten mit interner Klangerzeugung, die schlagen dann aber noch deutlich höher zu Buche. Alternativen gibt es in Form von Instrumenten wie dem Haken Continuum, dem Linstrument von Roger Linn und weiteren. Diese sind auch deutlich teurer und haben eben nicht den Vorteil des Seaboards, dass sie auf die bewährte Klaviatur zurückgreifen. Dort ist ein vollkommenes Neulernen des Instruments erforderlich. Zum Ausklang spiele ich noch ein wenig Musik und wünsche dabei viel Vergnügen.